Machen wir kurz einen spannenden Ausflug nach England. Ich bin selber gespannt. Den Steve habe ich kennengelernt an der Apollonia. Er war dort auch am runden oder langen Tisch bei der Diskussion VARROA-Resistenz. Und ich freue mich, dass er hier ist. Ich freue mich auch, dass der Ludger, den kennt ihr auch, eigentlich heißt er nicht Ludger, er heißt Montagssenker. Den Vortrag dann übersetzt. Ich will nicht gleich Worte verwenden, wir fangen gleich an. Viel Spaß. Guten Tag. We're going to talk about the honeybee solution to VARROA. Entschuldigen Sie bitte, ich habe ein kleines Deutsch, so the rest of the presentation is in English, sorry. Ludger is, I'll start the former really, he's going to translate as we go. It could take a while, we have quite a bit of material to get through, so if it's dark outside, just turn the lights off and we'll finish it when we can. Lustig meint, wir werden uns extrem kurz fassen, höchstens 2 Stunden dauern. Das Thema ist die Lösung der Honigbienen gegen VARROA, die Käferlöcher. No idea what you said, but you've got a few laughs. So thank you. This is us. We are in, you can hear me okay in the back? Yeah. So we are in the southeast of England, just south of London, not far from Gatwick. We have about 160 colonies in our project now. We started with 28. We've not treated for 8 seasons. We use open mated queens, something which you will get told is not possible. We will keep coming back to that theme because it's an interesting one. We do nothing unusual, okay? We do normal managed beekeeping. So we do inspections, we take off some honey, we do artificial swarming. There's nothing unusual also about the area. So it doesn't have a lot of free-living feral colonies. So it's, I suspect, a pretty typical area in the UK. But what we do is this selection for VARROA-resistant traits. Okay, so these are the ones which are found to be naturally occurring in long-standing VARROA-resistant colonies. Okay. Can I get the slide back? Thank you. Das ist unser Projekt. Wir befinden uns im Süden von London. Aktuell sind in dem Projekt 160 Völker untergebracht. Sie haben ursprünglich mal mit 28 Völkern angefangen. Wir sind jetzt in der 8. Saison, also im Prinzip läuft das Projekt 8 Jahre, in der nicht oder wie gesagt nicht exzessiv behandelt wird. Das Projekt läuft als Open Mating, das heißt Standbegattung mit Selektion auf, und das ist der wichtige Punkt unten im Grün, VARROA-Resistence Eigenschaft, und Trait ist Zuchteigenschaft. Von der Umgebung her befinden wir uns in einer klassischen städtischen Umgebung. Die Völker sind normal bewirtschaftete Völker, sind also keine typischen, sind also ganz typische Bienenvölker, die auf Honigleistung geführt werden, eher im Hobbystil geführt werden, aber sind jetzt keine extrem naturnah geführten Völker. In der Umgebung haben wir entsprechend andere Imker, andere Völker und eine gewisse Anzahl von festgeborenen Schwärmen, die ihre Genetik miteinander einbringen. So this is the program for today. We're going to talk about VARROA-resistance up to date in the UK, what's happening there, see if there's any learnings that you can take into your own beekeeping. The biology of VARROA-resistance with particular emphasis from a beekeeper perspective rather than a scientific perspective, but there will be a bit of both
how we can monitor for these varroa-resistant traits so that everyone can do this. And then a bit about how the selection works with us, mite levels up to date, and how we've done so far. Okay, kurzen Überblick über das Programm heute. Schwerpunkt liegt darauf, VARROA-Resistenz aus Imkersicht zu beleuchten, also nicht unbedingt eine extrem wissenschaftliche Sicht auf das Projekt, sondern mehr ein für alle Imker zugängliches Projekt zu haben. Ein bisschen VARROA-Biologie kommt dazu, wie beobachtet man Resistenzeigenschaften von Bienen gegenüber VARROA, wie kann man selektieren, Milbenbefall als Beispiel und am Schluss nochmal Fazit. We had VARROA since 1992, so not as long as most of you, so just over 30 years. And initially there were very heavy losses, a lot of colonies, and then beekeepers left the industry. And part of the problem there is this reinvasion from dead colonies, particularly feral colonies. Then we started using miticides, which stabilised those losses for a long time. But the issue been coming up to date is the miticides are masking which bees have the ability with VARROA and which do not. Kurzen Rückblick auf den Anfang der VARROA-Situation in England. 1992, ein bisschen später als bei uns eingegangen, anfänglich auch in England, massive Völkerverluste ausgelöst, wir kennen uns auch durch Invasion, teilweise aus zusammenbrechenden freiwilligen Völkern, teilweise aus den noch nicht etablierten Behandlungsweise. Dann ist auch im ersten Schritt auf Medikamente zurückgegriffen worden, also insbesondere Ameisensäure. Und das Problem bei diesen ganzen Behandlungstechniken ist aus seiner Sicht, dass man blind wird dafür, welche Völker mit VARROA zurechtkommen können und welche nicht, und man dadurch die ungeeigneten Völker genetisch in die Endgeschaffe bringt, immer weiterführt und das Problem sich nicht ändert oder so verschlechtert. Just coming up to date, we now have quite a few VARROA-resistant areas and colonies across the UK. And the green numbers there are how many colonies roughly are in these various different projects. So this is taken from case study from the VARROA-resistant.uk website, which we will come back to. We've now got a situation where there's been a complete turnaround with the free-living colonies. They were a problem to start with, but because they've been exposed to natural selection, those which were going to die because they had no VARROA traits have died. And so the long-standing free-living colonies now provide a source of VARROA-resistant bees. The biology of VARROA resistance is mostly understood. There's areas we still don't understand. And the VARROA-resistant traits are widespread across the country. And I think you'll probably find them across your countries as well when you start looking. Inzwischen gibt es etliche Umgebungen, etliche Projekte, die auf VARROA-Resistenz arbeiten. Im Überblick VARROA-Resistent UK, da kommen wir am Ende des Vortrags nochmal drauf zurück. Und durch diesen Umschwung auch im Umgang mit VARROA gibt es mittlerweile wieder freilebende Völker, die sich als VARROA-resistent herausstellen und die ihre Genetik in die gehaltene Population wieder mit einbringen. Mittlerweile ist die Biologie von VARROA-Resistenz recht gut verstanden. Das heißt, wir können dieses Wissen nutzen. Und es stellt sich heraus, dass in England diese VARROA-Resistenzeigenschaften mittlerweile recht weit verbreitet sind. Und er geht davon aus, dass das, wenn wir nun genau gucken, bei uns in der Umgebung, so als Deutschland oder Schweiz, auch der Fall ist. If we look at one of the biggest areas of VARROA resistance, this is in Wales, in the northwest here, and they've got about 500 colonies now which are not being treated, and they're in their 17th season
of not treating. And they just do normal beekeeping there, as if VARROA did not happen. And they take off honey, they do all the normal things that we want to do as beekeepers. And I think 1760 says something about the heritability of VARROA-resistant traits. And they do have this benefit there from long-standing free-living colonies of honeybees, which are in old buildings and in trees in the air, which has certainly helped them. But they now help themselves just by sharing queens and nukes around. If someone new comes into the area, they get approached and they're given some bees. So they're not trying to bring in new genetics, which could upset what they've already got. Sorry. Dies ist unser vielleicht größtes Projekt in Anführungsstrichen, weil diese 500 Völker, die hier in diesem Bereich in Wels leben, werden belinkert, als wäre nichts passiert. Also wäre die VARROA nie gegen Gattung. Auch hier haben wir eigentlich Stammbegattung, mittlerweile über 17 Generationen, 500 Völker, 15 bewohnte Bienenbäume. Hier findet auch wieder ganz normale Imkerei statt, das heißt, es wird nicht geerntet, die Völker werden auf die normalen Eigenschaften selektiert. Aber es wird wirklich umgegangen, als wäre VARROA nie in Gegend eingegangen, von Anfang an nicht. Auch hier stellt sich der Vorteil von lange etablierten, resistenten Völkern in der Landschaft heraus. Und wenn neue Imker in die Gegend zuziehen, achtet man darauf, diese Population geschlossen zu halten. Das heißt, die werden entweder mit Königinnenzellen oder mit Ablegern aus dem bestehenden Bestand versorgt, sind keine Familien von außen eingebracht, sondern man bleibt in der Population, die dort vor Ort besteht. If we just add into those case studies, which are the green dots, these are other beekeepers who are not treated for at least 8 years. So you can see quite a lot of progress has been made, and again, the extent of VARROA resistance around the UK. Neben diesem Projekt mit über 500 Völkern haben wir hier eine Karte mit weiteren Imkern, die in einer Abfrage angeben, dass sie seit mindestens 8 Jahren keine VARROA-Behandlung mehr durchführen. Man sieht also, das verbreitet sich in der Landschaft. Mittlerweile ist es also relativ gut verbreitet in diesem Land. So just some thoughts on the takeaways of the consistent themes that have come through. One, these are all locally adapted bees. We see that as gold standard, okay? So adapted to local flora and the flows of nectar and pollen, adapted to local pathogens and adapted to local microclimate. Two, people are collecting swarms from long-standing feral colonies, not ones that have just swarmed into the tree and come out again, but ones that have been there and you can check on at the end of the winter. Three, all of these beekeepers are raising their own queens, and 4 of the queens are open mated, which we'll come back to. Wenn man sich die gemeinschaftlichen Eigenschaften anschaut, die diese Imker miteinander verbindet, dann stellt man fest, dass es sich immer um lokal angepassten Bienen geht, die alles lokale Mikroklima angepasst sind, an den Rhythmus von Natur, Blüte und Wetter vor Ort. Alle diese Projekte ziehen Nutzen daraus, dass es mittlerweile lang etablierte Schwärme gibt in der Umgebung, entweder in Ausrichtungen oder in Bäumen oder wo eine Farm einziehen kann. Es handelt sich eben nicht um Schwärme, die in dieser Saison irgendwo aus einem bewirtschafteten Ort ausgezogen sind, sondern Schwärme, die Jahr für Jahr in diesen Wohnungen in Anführungszeichen leben. Alle Imker ziehen ihre eigene Königin und alle Imker arbeiten letztlich in Stadtbewertung. We launched a website in English, I'm afraid. Ludger, you may get busy. There's all the research on there relevant to VARROA resistance. To the site part is led by Professor Stephen Martin, and then there's 3 other beekeepers from very different backgrounds. Lots of case studies, advice, thoughts, and it's become very international now. There's an awful lot of hits on it every month.
So if your English is up to it, do go and have a look. Sorry. Okay, das ist die Webseite, die er eben schon genannt hat. Die URL steht oben drin. Die Hauptmitarbeiter sind neben ihm Professor Steve Martin und noch etliche andere Mitarbeiter, die mittlerweile ein großes Fundament der Informationen zum Thema VARROA-Resistenz, wie es die wissenschaftlichen Hintergründe dort zur Verfügung stellen. Mittlerweile wird die Seite stark international angefragt. Wenn ihr euch zutraut, das in Englisch zu lesen, seid ihr herzlich eingeladen zuzukaufen. We've also brought VARROA-Resistance into the mainstream education in the UK. So this was our National Honey Show last weekend, and we had 6 different sessions there, just marked in green, was it 5, sorry, and we also had another workshop on top of that. So it's just become normal that people expect a bit of education around VARROA-Resistance. Uns wird es auch gelungen, den Aspekt VARROA-Resistenz und Zuführer auf VARROA-Resistenz in die Grundlagen und Informationen einzuarbeiten. Das heißt, es ist mittlerweile ein großer Standard der Imker-Ausbildung dazu, dieses Thema zu kennen. Und als Beispiel, das sind jetzt wieder von der National Honey Show letztes Wochenende, wo insgesamt 6 verschiedene Beiträge zu diesem Thema VARROA-Resistenz mit auf der Tagesordnung stehen. Somehow VARROA got sexy and interesting. Who knew? So this is us really working hard on the education. You know, and I would really encourage everyone to do this with your own local bodies. So in particular up here, this is the British Beekeepers Association, which sets the education syllabus. We've now worked with them to include VARROA-Resistance on the training syllabus. So if you want to be a master beekeeper and work your way through different modules and other practical exams, you have to understand the subject. The second body here is called BIBA. It's all about bee improvements. They have championed VARROA-Resistance, and you can get a whole series of weekly emails on the subject. So they're doing a great job. We do online events, magazine articles, club presentations all over the country. We've probably done a couple of hundred by now. And then we're active at the national conferences, largely because of the demand, okay? And it was interesting, I mean, anyone who went to Plantahof, there was a section there on reading for VARROA-Resistance, and it was packed, you couldn't get in, okay? People were being turned away. So there's real progress, I think, just in terms of the educationers, but also the demand for the beekeepers to know. And it's fantastic to see everyone here today. Well done, thank you. Wir arbeiten momentan daran, dieses Thema komplett in die Grundlageninformationen von unserem Hauptimkerverein Logo-Rechtslänke zu integrieren. Unser Nebenverein BIBA ist noch weiter in dieser Hinsicht, die geben regelmäßig Newsletter und Informationsmaterial zu dem Thema heraus. Machen Online-Events, geben Artikel im Magazin heraus, machen Präsentationen im Imkerverein und haben die Benchmark-Webseite und sie laufen Beiträge in überregionalen und nationalen Konferenzen. Es wird nicht nur gesendet, sondern es besteht auch ein Interesse daran zu empfangen. Das heißt, das Interesse bei der Imkerschaft steigt und gratuliert uns dazu, dass das rausgekommen ist. Okay, on to biology of VARROA-Resistance. Also der schöne Punkt, Biologie der VARROA-Resistenz. The comments, I think it was Eric Wersja said that the VARROA-Resistance is very complex for the scientist, but actually easy for the beekeeper. And I think that's very true. The work that was done by Sonia Einard in France last year showed that the bee's genome was about at least 60 different parts of it contributing to VARROA-Resistance. So very hard for bee breeders to find those genetic markers which they've been looking for some years now. The other complexity of the bees, as we know, is that they love diverse genetics. They mate to 10 to 15 different drones, sometimes more, and there's a really high
genetic recombination rates, so they can mix up their alleles and choose for different traits. And that's how they've always been, and that's the standard that they want in the future as well. Es stellt sich heraus, aus wissenschaftlicher Sichtweise ist Varroa-Resistenz ausgesprochen komplex, für den Imker glücklicherweise sehr einfach. Schauen wir sich das auf der genetischen Seite an, haben wir Übersichtsstellen, von denen man mittlerweile weiß oder stark vermutet, dass sie Beiträge zu Varroa-Resistenzeigenschaften führen. Das macht die Sache aber, wenn man jetzt den technischen Aspekt von so einer genetischen Seite sich anschaut, relativ komplex da etwas herauszuziehen. Dann haben die Bienen unangenehme Eigenschaften für die klassische Zucht. Mehrfach paaren. Sie paaren sich mit über 15 Drohnen pro Paarungsdurchgang. Das macht die Sache aber für den Züchter, der umführen will, schwierig greifbar. Darüber hinaus kommt es noch dazu, dass sie vielleicht das größere Tier sind mit der höchsten Rate an genetischer Rekombination. Alles nichts, was klassische Zucht einfach macht. The two questions at the bottom of that page, which we are very interested in and thinking harder about, is what is the role of drones in varroa resistance? I think we all made an assumption many years ago that they're critically important. But just think of all those drones you have in your colony, how many of them will mate? 1 in 1,000? It's not many, is it? So what is the role of drones? When varroa resistance first occurred, on all those case studies that we talked about in the UK, or in the Arctic forest, or in Cuba, or in South Africa, when it first occurred, varroa resistance, were there a lot of varroa resistant drones flying? No. So what is the role of drones? So it's a really interesting question, which I think, including myself, we just made a lazy assumption on. And we're just trying to commission some university research to try and dig in and have a bit more to think about that. Die Kernfrage, die im Raum steht, vor dem Hintergrund von Standbewertung, was ist die Rolle der Drohnen in diesem Fall? Und die normale Annahme ist erstmal, das ist ein großes Problem für die Standbewertung. Wenn man sich darüber überlegt, wie viele Drohnen nehmen tatsächlich erfolgreich einen Geschlechtsakt vor, bezogen auf den Anteil der Drohnen, die produziert werden, muss man diese Frage vielleicht mal hinterleuchten, und wir sind gerade dabei, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben, die dies nochmal genau untersucht. The other question linked to that is, what is the mechanism by which the queen can pass varroa-resistant traits onto her daughters? Again, I don't think we know, but we do find this, that all of our colonies, they only need to be headed by the daughters of the queens. And the varroa resistance seems to very predictably come down the queen line. So we just like to understand that, how that works, particularly with open mating. Die andere Frage, sehr eng verwandt mit der Frage oben, ist die Frage, wie gelingt es auf der mütterlichen Seite von Mutter zur Tochter diese Varroa-Resistenzeigenschaften weiterzugeben. Auch das ist nicht komplett geklärt. Und es stellt sich aber in der praktischen Projektarbeit bei uns heraus, dass diese Weitergabe von Mutter auf Tochter sehr stark zu sein scheint. Und welche Mechanismen dahinter stecken, dass dieser Effekt zutage tritt, wir versuchen auszuprobieren. And we thought this was interesting. So the godfather of VSH bees from the USA, he had his own bee breeding company, John Harbaugh, and I think he's addressed this conference a couple of years ago. Yeah. Yeah. So his new project is to see if you can keep VSH, varroa-sensitive hygiene, when all the queens are pre-mated. And I think that's the new gold standard. And it's nice to see him catching up with actually what the bees are doing. Unter diesem Gesichtspunkt Standbegattung ist das jüngste Projekt von John Harbaugh besonders spannend.
John Harrow vielleicht als Initiator jeglicher VARROA-Resistenz zwischen jedem bekannt, hat uns jetzt in Dresden Livestream besucht. Und er stellt aktuell die Frage, ist es möglich, innerhalb einer Bienenpopulation erhöhte VSH-Level, VSH als Platz hat für VARROA-Resistenzmechanismen, aufrechtzuerhalten, wenn alle Königinnen in der Population unter Standbegattung angebracht wurden. So this is our definition of row resistance. It's uncompromising, so it's the ability of honeybees to manage their own mite population without any involvement by the beekeeper. Seine Definition von VARROA-Resistenz lautet, bezieht sich auf die Fähigkeit der Bienen, ihre eigene Milbenpopulation zu kontrollieren, ohne jeglichen Eingriff des Imkers. And part of our original enthusiasm for this subject was from reading research from the USDA, which this is 20 years ago, 2005, where they artificially infested a frame of brood, and they gave half to their VSH bees and half to control, which was, I think, Italian, which were just non-row-resistant bees. Der Anlass oder der Startschuss für die ganze Thematik war vielleicht dieses Projekt von vor 30 Jahren, 20 Jahren, wo eine Ware aus einem Volk aufgeteilt wurde, zu einer Hälfte in ein VARROA-resistentes VSH-Volk gegeben wurde, zur anderen Hälfte in ein nicht selektiertes Volk gegeben wurde. Und wir sehen ziemlich deutlich die Unterschiede im Handling auf der Ware. And you can see the results quite clearly. But these were the numbers. So the VSH bees on the right here had removed 215 pupa. They then capped 178 cells, and 90% of those uncapped cells were infested with VARROA. So the bees were successfully targeting their problem. Schauen Sie sich die Zahlen auf der rechten Seite an, und das sind die Ausgabeenergebnisse dieses auf VSH selektierten Volkes. Dann haben wir 215 ausgeräumte Bienenpuppen, 178 Zellen, wo die Zelle geöffnet wurde. Und von diesen geöffneten Zellen waren 90% mit VARROA infiziert. So there were easy clues here for the beekeepers for what was going on inside these colonies, and this is free access material. Wenn man sich die Ergebnisse auf der linken Seite der nicht selektierten Völker dazu anschaut, ist die Beschlussbelegung eigentlich recht einfach. So this is our beekeeper framework for spotting VARROA resistance in 3 stages. The first stage is the investigation by the bees for VARROA families and infested pupa in worker brood cells. Okay, so we do not see very much hygienic behaviour against the drones. The second phase is the removal of infested pupa, and that prevents VARROA from reproducing, and we'll show you how that works. And that should give you a low level of mites, and with a low level of mites you get a low level of default wheelbarrows. Das ist jetzt der inhaltliche Schritt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Baumbienen, die nach VARROA Nester oder Familien innerhalb der Lagen suchen, und insbesondere dies auf der Arbeit im Brut tut, weil das Verhalten in der Drohnenbrut relativ selten beobachtet wird. Jetzt im zweiten Schritt müssen diese Bienen den infizierten Zellen öffnen und die Vermehrung von VARROA in der Zelle unterdrücken, was dann im letzten Schritt dazu führt, dass wir insgesamt ein niedriges Milbenlevel, also eine niedrige Anzahl von Milben in den Völkern haben, und in der Konsequenz daraus, weil die VARROA-Milbe insbesondere Lektor für die VARROA ist, auch niedrige Virenlevel in den Völkern haben.
So the search phase, we've been seeing this for years, even when we were treated, we didn't understand what it was at the time. It used to be, in the UK, we used to call it bold brood, and the recommendation was to requeen. Fancy that, eh? You know, we were doing all the wrong things. So this is what we see typically. There's a cluster shape of uncapping for Varroa, and it's at the pink to purple stage, which is key, and again we'll come back and explain why. Das ist das typische Bild, was wir in den Bodennestern heute sehen, wenn wir nach Völkern suchen, die Varroa in den Zellen erkennen können. Im Englischen wird es Babybrut, diese kahlköpfige Brut genannt. Und Sie haben das in England schon länger beobachtet und die typische Reaktion eines Bienenfachberaters wäre gewesen, das ist eine Fehlentwicklung, da muss man das Volk umweisen. Heute nutzen wir diese Information zu ganz anderen Dingen. Wichtig ist nochmal kurz der Blick auf das Alter der Larven im dunkelroten bis braunen Augenfarbenbereich. Bitte das noch später. People see this in their house? Yeah. Seht ihr das in eurer Völker? So the uncappers are led by what are called the detector, or the sniffer bees. And they have a particular olfactory ability through their antennae back to their brain. And they're nurse bees, typically around about 11 days old. And they are the key to uncapping. Den ersten Teil der Detektion wir machen sogenannte Sniffer Bees. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Geruchssignal das Öffnen der Zelle initiiert. Die Sensoren der Bienen, die Geruchsorgane der Bienen sind auf den Antennen angelegt und meistens werden Zellen geöffnet, die etwa 11 Tage alt sind. Meistens wird das Verhalten ausgeführt von Arbeitern, die ca. 11 bis 18 Tage sind. So why is the uncapping typically in clusters? It's a really interesting question, and was found out by Isabel Grindrod. And so what they discovered was that the chemical cues that the bees are sensing comes up through the microporous cell capping, and the bees are interested in this, but the chemical cues are wafted around inside the hive because of movement of bees. And that leads to a level of inaccuracy in the uncapping. So they might uncap 3 or 4, and then they investigate further and only find that there's one infested pupa in one cell. So the rest of those cells then gets recapped and they're perfectly healthy and they'll go on to develop normally. Stellt sich die Frage, warum man dieses Uncapping-Verhalten immer in Clustern beobachtet. Und die aktuelle Interpretation ist, dass die Geruchsstoffe, die das Uncapping-Verhalten auslösen, durch den porösen Deckel der Zelle austreten, sich beispielsweise durch Bewegung der Bienen in der direkten Nachbarschaft verteilen und dadurch das Geruchssignal verwascht und die Bienen mehrere Zellen öffnen müssen, bis sie die gezielte Zelle finden, in denen sie dann die Varroa finden. Alle anderen Zellen werden wieder verdeckelt. Wir kennen den Begriff Recapping auch und können sich jetzt nochmal weiterentwickeln. So typically in a Varroa-resistant hive, you will see what we call these pop holes. There'll be some empty cells where the pupa removal has taken place. So it's when you see the marketing of these perfect brood frames, you know that there's no resistance there at all. So it's quite normal to have some pop holes. Diese leeren Zellen, nennen sie Pop-Holes, sind im Prinzip ein Zeichen dafür, dass dort ein Ausrollverhalten der kranken Bienenlarven stattgefunden hat. Wenn man dann sich das klassische schöne Brutnest als Gegensatz dazu nimmt, dann weiß man, dass in diesen Völkern keinerlei Varroa-Resistenz in Hinsicht auf Ausrollverhalten vorliegt. Unser neuestes Jahr sieht es entsprechend anders aus. There was very good research by Professor Fanny Monday's team out of France, where they tested
why bees would uncap using different assays. So if you look there, they use dead and injured pupae, which uncapped over 90% of the cells. Nothing unusual on that. Bees are hygienic, we know that. But the really interesting one was if they tested just putting the offspring of Varroa in the cells, then they would uncap over 70% of them, which was brilliant research, that they're able to find this. And almost as interesting, if you just put a single female Varroa in a cell, the uncapping was a really low level. Wenn man sich jetzt das Uncapping-Verhalten von resistenten Bienenvölkern anschaut und die Einzelfaktoren analysiert, die dazu führen, dass dieses Öffnen der Zelle durchgeführt wird, dann stellt man fest, dass tote Bienenlarven ein extrem hohes Signal erzeugen. Über 80% der Zellen mit toten Bienenlarven werden von solchen Völkern geöffnet. Ebenfalls spannend, Zellen, in denen junge Varroa-Larven vorhanden sind. Auch selbst wenn keine Varroa-Mutter dabei ist, werden zu einem sehr hohen Prozentsatz gefunden, während eine Varroa-Mutter ohne Kinder im Bereich unter 20% nur geöffnet wird. Das heißt, die werden effektiv nicht gefunden. Eine komplette Varroa-Familie, also das Bild, was wir kennen als Happy Family, wer schon mal den SMR-Kurs mitgemacht hat, Varroa mit ältester Tochter und jüngster Tochter und Männchen führt zu etwa 50% zum Ausfall der Zellen. So that's the investigation part by the bees. The second part is removal of infested pupa, which prevents the Varroa from reproducing. You can see the picture here, that was being removed. It's at the purple stage, which we will come back to, it's important. You can see there's some other uncapping going on that brood frame as well. The bit of research just to support that was they looked in resistant colonies in South Africa, in Hawaii, in Cuba, and found that they will find and remove infected cells about 60 to 80% of the time. But colonies which are non-resistant and are treated will only be able to do that around about 20% of the time. Der zweite Schritt, nachdem der Erkennungsschritt durchgeführt worden ist, vielleicht ein wichtiger Schritt, ist das tatsächlich Ausräumen der Zellen. Wenn man sich jetzt anguckt, mittlerweile natürlich resistente Populationen in Südafrika, Hawaii, Kuba, dann stellt man fest, dass dort die Bienenpopulationen im Bereich um 80% aller infizierten Zellen ausräumen können, während in traditionell behandelten Bienenvölkern, die im Prinzip durch die Behandlung von der Selektion auf Varroa ausgeschlossen sind, werden etwa 20% der Zellen geöffnet und ausgeräumt. We've all got cameras in our pockets these days, so take a picture and you'll see when you see uncapping and you'll see the picture purplisation. But sometimes you'll just see some chewed out pupa there as well, so that's the removal in process which I've interrupted by taking that frame out. Heutzutage hat eigentlich fast jeder eine Kamera in der Tasche. Ich sehe dieses gerade okay. Und wenn man dann mal sich Brotfähnchen anschaut, dann findet man nicht nur diese entdeckten Zellen, gerade im roten und dunkelroten Augenstadium, sondern wenn man genau guckt, auch schon mal teilweise ausgefressene Bienenlarven. Das ist genau das Symptom, wonach wir suchen. So let's have a look at how this interruption to the reproduction takes place. And I think the first point, really important, is that this is all about the battlefield in worker brood. Right, so worker brood, certainly in the UK, is available from January through to about November. And I suspect it's probably similar here. And that's where most of the opportunities exist for the mites to reproduce. Das ist jetzt der Kriegsschauplatz, um den es geht. In England haben sie von Mitte Januar, Anfang Februar bis Oktober, November offene Brutkaninvölkern. Und das ist der Bereich, in dem die Varroa sich vermehrt. Und das ist der Bereich, in dem die Biene Einfluss auf die Varroa verloren hat. So you can see here the 12 days
that worker brood is sealed. So you've got the larva here, the spinning cocoon, pupa, and then colouring up and hatching out around about after about 12 days. If we add on to that what happens with the row reproduction, the mother mites will go into the cell sometimes up to 2 days before, and she'll hide in the larval food upside down with her peritremes up for breathing, and then she will create a feed hole here, and her oogenesis cycle kicks in. So her egg-laying cycle starts. Wenn wir jetzt auf der linken Seite haben wir jetzt im Prinzip die Entwicklung der Bienenlarve vom Verwicklungszeitpunkt bis zur Schlüpfe der Biene. Also, man sieht es an immer dunkler werdende Augenfarbe, die mit dem Alter der Larve zunimmt. Auf der rechten Seite im Prinzip überblendet haben wir das Verhalten der Milben. Circa bis zu 2 Tage vor Verdeckelung nimmt die Varroa-Milbe in die Zelle ein, legt dann ein Fraßloch am Bienenkörper an, übernimmt mit dem Fressen einer Zelle wichtige Arbeitsstrukturen, Heterogenien, die dann in der Varroa-Milbe selbst die Eiproduktion anregt und circa am 3., 4. Tag wird dann das erste Varroa eingelegt. So the egg laying usually starts with a son. Always starts with a son after about 3 days, and then a series of daughters, and the son is going to pass sperm to the daughters. That's how reproduction happens within the cell, and it doesn't occur until they're sexually mature, and that's the indication of these arrows here, the blue there for the male and the magenta lines for the daughters. So you can see the time scale of mating around here is really tight. And the reason for that is that this is a mite which is used to breeding in drone brood in Asia. And drone brood in Apis cerana in Asia adds another couple of days onto that schedule. Das erste Ei, was gelegt wird, entwickelt sich immer zu einem Männchen. Die danach folgenden abgelegten Eier entwickeln sich zu Weibchen. Die blauen bzw. roten Pfeile deuten an, wann sich die Milbe zu einem geschlechtsreifen Tier entwickelt haben. Und erst wenn Männchen, was das Söhnchen unserer Muttermilbe, und Weibchen, was die Tochter der Muttermilbe ist, beide geschlechtsreif sind, kommt es zum Geschlechtsverkehr, es wird Spermien übertragen. Und wenn man sich jetzt insbesondere die roten Pfeile anguckt, haben wir ein relativ kurzes Zeitfenster für eine erfolgreiche Begattung dieser Milbe. Und der Grund dafür, dass die Fenster so kurz und so knapp ist, liegt darin, dass die Vermehrung der Varroa-Milbe auf dem ursprünglichen Rost, also dem ursprünglichen Wirt, Apis cerana, hauptsächlich im Bodenbuch stattfindet, und dort ist entsprechende Zeit für diese Gruppe. So the interruption that we've been observing is at the pink to purple eye stage, as we've shown you. So at this stage over here, you can see that the son and the daughters have not had a chance to reproduce at this point. So the interruption stops the reproduction of mites from occurring. At the same time, when that pupa is removed by the bees, all of these soft-bodied immature mites will die. So the current reproduction has stopped, and the future reproductive growth has gone. Man beobachtet jetzt, dass das Auswahlverhalten der Bienen von infizierten Zellen hauptsächlich im Alter zwischen den rosawerdenden Augen und den dunkelwerdenden Augen der Bienenlarve stattfindet. Wenn man sich jetzt parallel dazu die Geschlechtsreife der verschiedenen Milben anschaut, sieht man, dass dieses Auswahlverhalten passiert, bevor es dazu kommt, dass die Milben Geschlechtsakt durchführen können. Das heißt, mit dem Auswahl ist auch das Potenzial für weitere Vermehrung. Die Milben werden entfernt. In dieser Generation sind dann keine weiteren Geschlechtstiere
Damit wird auch das Vermehrungspotenzial für die nächsten Generationen ausgezeichnet. But the foundress or mother mite usually escapes. She's quick, and they're used to living on bees. And but the interruption to the reproduction has taken away one of her reproductive lives. So typically they'll mate 2 to 3 times only, and they've just lost one. Beim Ausbauen ist ja dann festgestellt, dass die eigentliche Muttermilch, also die Erbmilch, die in die Zelle eingedrungen ist, viel genug ist, normalerweise aus der Zelle zu flüchten. Was man aber weiß, ist, dass jede Varroa-Milbe nur 2 bis 3, typischerweise im Durchschnitt, Eilagezyklen hat. Das heißt, wenn ein solches Gewebe ausgebaut wurde, ist die Hälfte oder auch ein Drittel der Milben, die sie überhaupt als Nachkommen produzieren kann, ausgebaut worden. And what you find in varroa-resistant colonies is a really high level of infertile mother mites. So the average there, 45% of infertile mother mites, because they've gone through this interruption process. They've got nothing else to give. And if you compare that with susceptible colonies, non-resistant colonies, considerably lower. Wenn wir uns jetzt im Vergleich nicht resistente und resistente Ebenvölker anschauen, nicht resistente linksblau, resistente Völker rechtsrot, dann stellen wir fest, dass der Anteil an bereits steril gewordenen Varroa-Milbenweichen, die ihre Spermien verbraucht haben und deswegen keine erfolgreiche Vermehrung durchführen können, im Schnitt so um 45% liegt, während sie bei den normalen Bienenvölkern, wo keine Resistenz erhalten sind, so über 17% liegt. Das heißt, wir beobachten in solchen Völkern erhöhten Anstieg von sterilen Milben. Okay, so let's move on to how to monitor for these traits. And I think, you can probably guess this is quite straightforward. Wir wollen uns anschauen, wie wir tatsächlich uns die varroa-resistenten Eigenschaften auslesen können aus unseren Völkern, und ich finde es eigentlich ziemlich naheliegend vorgelöst. So the first point I want to make is that this is really about us beekeepers re-engaging with the interaction between the varroa mite and the honeybee. We've disengaged for 30 or 40 years as we became experts in which miticide to use at different times of the year, honey supers on, honey supers off, PPE or not, and we've sort of forgotten about what's really going on inside the colony. Für mich ist es wichtig, sich mit dem Thema, wie sich Bienen auseinandersetzen, auseinanderzusetzen. Durch die jahrzehntelange Übung darin, mit irgendwelchen Milbenmedikamenten den Milbenbruch aus den Völkern auszunehmen, hat man da so ein bisschen Abstand zugenommen. Heute war wichtig, möglichst wenig Milbenvölker. Wenn wir jetzt züchten wollen, müssen wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. And whatever approach suits you, that you prefer, just make sure you do it over a period of time, not once a year. Make sure it's a method that's consistent, so you've got some good data. And that data is going to drive your selections. It's really, once you start monitoring, it's the end of bees that cannot cope with varroa. We need to deselect those. Und der Schlüssel für die Erkennung von Resistenzkriterien ist tatsächlich Monitoring, also Überwachung von Milbenbefall, jetzt nicht einmal im Jahr, sondern über das Jahr. Daher ist es nicht so kritisch, welche Analysemethode tatsächlich eingesetzt wird. Es ist wichtiger, dass sie regelmäßig und im selben Standard durchgeführt wird, um dann die daraus gewonnenen Informationen als Zuchtsignal zu nutzen für die nächste Bienengeneration. These are the 4 areas of monitoring that we thought about. First one is worker brood analysis, and which is really picking through brood and seeing how effective it was. And I know there's some breeders here who do a fantastic job of that.
And perhaps the most well-known example of it is the hardware test, which is a free download on his site if that interests you. We felt that was just more suited to commercial breeders, and what we were looking for is a way that every beekeeper could be involved. Schauen wir uns an, welche Analysemethoden für den VARROA-Fall uns zur Verfügung stellen. Der erste Punkt, den er nennt, ist das klassische VARROA-Essay. Ich denke, jeder, der schon mal den Arista-Kurs oder auch den SMR-Kurs mitgemacht hat, hat eine Vorstellung davon, wie das geht. Das heißt, die Zellen werden geöffnet. Wir gucken uns genau an, was in der Zelle passiert, kriegen eine sehr genaue Vorstellung. Nachteil der Geschichte ist, es kostet entsprechend Arbeit. Und seine Einschätzung ist, dieses Level von genau Auseinandersetzung mit dem hohen Arbeitsaufwand ist nur für professionelle Züchter. Während er nach einer Methode sucht, die von jedem durchgeführt wird. Our second option that we thought about was hygienic test, pinprick test, I think we mentioned earlier, or freeze kill, and then you go back and see how many have been removed or uncapped. And I think the science has moved on actually since they first came about. They're a good practical tool, but we now know that these bees are tuning into chemical cues, so we decided not to go down that route. The third one was sampling, so you're taking a sample of 100 or 300 bees and shaking them in alcohol or detergent or dry sugar and seeing how many mites are on there. And the fourth one was natural mite drop, which was coming down onto a VARROA board underneath an open mesh floor. Der zweite Test, der in Frage kam, den er in Betracht gezogen hat, ist im Prinzip der Nadeltest. In seinem Umfeld meistens durch Freeze-Kill-Test, also durch Erfrieren der Bienenbrut, entweder durch flüssigen Stickstoff oder Kohlendioxid. Der zu Beginn sehr vielversprechend aussah, wo er aber meint, dass mittlerweile der wissenschaftliche Stand zur Wirksamkeit und zur Aussagekraft dieses Tests sehr in Frage gestellt werden muss. Die zweite Möglichkeit sind Aussagproben, entweder mit Alkohol oder mit Spülmitteln, wodurch man den theoretischen Fall auf den Bienen messen kann. Und der vierte, die klassische Analyse, die wir eigentlich in der Prozedur machen. So this is what we opted for. We went with the VARROA insert board, looking at natural light drop, and we got lucky there actually because there's a huge amount of information going on inside your colonies that you can see on these boards, and it was particularly good for looking for mites and the interruption process. So we like the fact that from January to December you could use this. So we're back into winter beekeeping. So you don't have to stop. This is the good news. As long as you can dig your hives out of the snow here in Switzerland, it's not invasive. Okay, so you can find out what's going on in the colony without upsetting the colony. It's quick and easy. We think 30 seconds a hive. We had Fleming and Patricia over to see us, and we gave them that challenge, which they did okay on, but needed hurrying along. I think you can do it 30 seconds a hive. It's a measure of mites from the whole colony, so you should get a pretty good idea over a period of time. And then the big research win, which we got lucky with, that you start to see the chewed out pupal parts. So when the bees are taking out the infested pupa and stopping that grower from reproducing, you see little bits which have come through the open mesh floor onto this grower floor. Sie haben sich dann entschieden, genau diese Videoanalyse zu benutzen. Man hat mehrere Vorteile, man kann das Ganze durchführen. Das ist ja nicht was Gutes, aber es hat natürlich seine Vorteile. Die Videoanalyse erfordert keinen Eingriff ins Bienenvolk, tötet keine Bienen. Ich brauche aber noch nicht mal einen Deckel zu öffnen, was mit der Sicherheit der Vorteil ist. Das ist vergleichsweise schnell und einfach. Und es gibt ein Zoom-Signal über das ganze Bienenvolk und nicht nur eine Stichprobe beim Auswaschen von Alkohol. Was wir dann auch sehen, wenn wir nicht nur uns auf die Milbe konzentrieren, sondern die anderen Dreckteile, die auf der Milbe zu finden sind, dann finden wir auch Reste von ausgefressenen Bienenlarven, die wir als weiteres Signal benutzen können.
Natürlich braucht dieses Windelwesen gewisse Erfahrung, eine gewisse Interpretation der Signale, die man bekommt. Und dennoch hat er sich dafür entschieden, weil es so schnell und einfach geht, er spricht von 30 Sekunden pro Minenfolge, diesen Schritt als Hauptsignalierungslos. So this is how we compare the two options that we're thinking about with sampling. And we just thought the sampling is March to September, which is fine. You can do it when you're doing inspections. It's a bit more invasive and takes a bit longer to do. It's just a measure of a small sample, but it's still useful if you're doing it on a consistent basis. You didn't get to see the pupil parts, and that was, we started to realise how important that was, to see the whole process. You know, and like the insert board, it does need a bit of interpretation. Wenn wir uns dann den Vergleichskandidaten, nämlich die Austauschprobe angucken, dann kann man die, wenn man den Deckel von Minenfolge öffnen muss, nicht das ganze Jahr, sondern vielleicht von März bis September erfolgreich durchführen. Die sind ja sicherlich auch ein bisschen Oktober. Es ist ein bisschen mehr Eingriff ins Gegenvolk. Das Deckel muss geöffnet werden, die Probe muss entnommen werden, das heißt, es startet bei jeder Analyse ein paar Bienen. Der Aufwand ist ein kleines bisschen höher. Man misst ungefähr 100 bis 300 Bienen. Und auch dieses Verfahren unter Berücksichtigung beispielsweise, welchen Berufszustand haben wir im Bienenvolk, braucht ein gewisses Interpretationsvermögen seitens des Imkers. Und was wir nicht sehen, sind die ausgefressenen Puppenteile, die wir auf der Bilder sehen können, die finden wir in der Austauschprobe nicht. So on this board, we only count the dark monomites. So these are the ones with the reproductive capacity. You'll see some of the others as well. You can always just take a picture and then blow it up later to get a good view. These are the immature mice that we clean out. That one is borderline, but we tend not to include them. And then the other thing that we see when we're doing the mite count is we see the pupil parts. So we make a note of that on our records. Und das ist jetzt, wie wir die Winde tatsächlich analysieren. Wir konzentrieren uns auf das Zählen der erwachsenen, dunkelrot gefärbten Milben. Alle anderen Milbenstadien, die noch nicht erwachsen sind, die auf der Winde landen, werden ignoriert. Und wenn wir Larventeile, ausgefressene Larventeile finden, dann machen wir es entsprechend zusätzlich eine Notiz darüber, dass wir solche Zahlen gesehen haben. I don't know if that's any clearer, but this is a bit more of a close-up of a lot of pupil parts that have been taken out, and bits of yellow pollen. You get to see the pollen which they're feeding on as well. And I'm going to just jump a slide before Ludger jumps in and tells me off. There's another one which I think is a better picture, and it shows the pink to purple-eyed stage. Okay, so we're back to that slide about the reproduction being interrupted. Okay, so when you see uncapping at that stage, and certainly if you see bits of pupil parts at that stage, you'll know exactly what's going on in the colony. Das ist jetzt im Prinzip eine Vergrößerung, die letzte Folie, so diese Folie von dem, was man so auf einer Seite sehen kann. Wir sehen mit den gelben Punkten das Pollenheim kommt, das also entsprechend gut geschehen im Volk zu erwarten ist. Und wir sehen die ausgefressenen Puppenteile, ganz wichtig in diesem Fall wieder in roter Augenstrahlung. Das heißt, das Ausräumverhalten ist genau in dem Zeitfenster passiert, wo wir auch das Ausräumen gegen den machen können. This was taken a couple of weeks ago, so we'll update you on mite levels a bit further in. Try and integrate the monitoring process and the observation about hygiene behaviour in colonies into your normal everyday beekeeping. You know, we use it at our training inquiry. It's just pretty standard for us now. This is a free download actually on our website if that's of any help at all to people. Erwähnt diese Windeldiagnose die ganz normale Bearbeitung der Bevölkerung zu integrieren, das regelmäßig durchzuführen. Das machen Sie mit Ihrem Ausbildungsgegenstand genauso wie er in seiner täglichen Arbeit in den Bevölkerung. Okay, we're going to move on to a couple of case studies, again, just using our piece. Ein paar
Fallstudien, wie sich solches Verhalten im Bienenvolk zeigt. The first one is on this colony here, and this is our typical setup we have in research apiaries. So we have it's a national side brood box, which I think is a little bit smaller than a Zander. We then go straight to the queen excluder, and then these are honey supers above. Das ist die typische Konfiguration eines Bienenvolkes, wie es jetzt einsetzt. Das ist tatsächlich das Bienenvolk, zu dem wir auf der rechten Seite gehören. Der Aufbau sieht so aus, dass nur in der untersten Kiste sich Brot befindet. Das National Standard ist etwas kleiner pro Beute als eine Zahnarztzahl. Dann kommt eine entsprechende Abstellung, darüber sind Brot. The grower board stays in all day, every day, all year. Okay, so it acts as a pseudo floor. So bees don't really want an open side to their nest. It's something that's just come into beekeeping. The bees are local bees. They are open mated, have been for about 12 seasons. They're all bred from the same apiary, so we know their mothers, their grandmothers, their great-grandmothers, and they have a real track record of passing varroa-resistence down the queen line. They're pretty normal bees. They try to swarm every spring, which we don't have a problem with. We do artificially swarm, but we don't penalise them for trying to swarm. We think that's just normal bee behaviour. They produce surplus honey in normal good summers, and they're pleasant to handle most of the time. I tend to call them educational, but they will let you know when you've been in too long. Okay, wenn man sich die Beute anschaut, dann haben wir die genannten Zahlen. Der Varroa-Schieber ist das ganze Jahr in der Beute. Effektiv ist also immer so ein geschlossener Boden und er schwört darauf, dass es für die Bienenvölker günstiger ist als ein gepresster Boden. Can I have this? Sorry. Als Deckel, also isolierten Deckel. Und dieses Bienenvolk speziell ist ein offen angebrachte Folge von Königinnen letztlich, die bereits 12 Jahre alt ist, diese Sequenzenkönigin. Sie haben ein bisschen dunklere Farbe, erinnern vielleicht an Apis mellifera, sind ab diesem Stand an derselben Stelle immer weitergezogen worden und haben einen gewissen Ruf dafür, dass sie Zellen öffnen und ausfressen können. Und diese erbliche Eigenschaft sieht er so von Mutter auf Tochter über inzwischen jetzt 12 Generationen. Sie tendieren leider dazu, regelmäßig zu sterben, beziehungsweise er integriert das in seine Betriebsweise, produzieren regelmäßig einen gewissen Honigüberschuss und sind im Wesentlichen umgänglich. Sie zeigen es einem aber, wenn sie sich sogar im Volk aufnehmen. We published last year a full year's analysis of this colony, which was typical of many of our colonies. So the yellow line there is mite drop per day. We've also logged the hygiene behaviour, so the green P is for pupal parts that are seen fallen down onto the boards, and then the UN is uncapping that we've seen during inspections. But I think the most interesting, a couple of other points, is that there was an artificial swarm here. So the queen goes into a nuke, which we'll show you in a minute, and the daughter queen eventually takes over the hive. She's now her daughters at this stage of the year, sort of August stage, and you can see the queuing out of the pupa and the uncapping continued despite the fact that it was a daughter, an open-mated daughter. And that's what we always see. The other interesting part, I think, which jumps out is this spike here, which none of the researchers had commented on before in any of the literature, so we're on our own trying to understand that. Dies ist jetzt so ein Überblick über die komplette Saison, was den Blütenfall und im Prinzip das Auswahlverhalten angeht. Das grüne B bedeutet ausgeräumte Parts, also Larventeile auf der Rinde. Das UN heißt Uncapping, das heißt, es wird beobachtet, dass Zellen geöffnet werden.
Die gelbe Kurve ist im Prinzip der tägliche Milbenfall, den man auf den Milben findet. Und der erste Anstieg in dieser gelben Kurve etwa Mitte Mai ist darauf zuzuführen, dass noch eine Schafwollklage durchgeführt worden ist. Das heißt, die Königin mit der Brut wurde aus dem Volk entfernt, zu einer Abdeckung gemacht und das Volk durfte dann vom eigenen Brotmaterial die Königin nachziehen. Und dann stellt man fest, dass das Auswahlverhalten und das Ankettenverhalten auch nach dem Wechsel von Mutter auf Tochter weiterläuft. Der zweite Peak ist also diese Großspitze hier im September, Oktober, hat sie in den ersten Jahren komplett irritiert, weil sie es überhaupt nicht interpretieren mussten. Sie haben auch in der Literatur nichts darüber gefunden. So let's have a look at this spike in the mic drop, which, if you can imagine, in our early years caused us some concern. So it occurs when the brood is falling away. So the green bars here show there were 8 frames with brood on here in August, coming down to about 3 frames in October. And what happens is that there is and that is the trigger for mites to come out of their cells when they naturally have, and there's multiple infestation in single cells. So you could have 2 or 3 mother mites going into the same cell. Now they are really easy for the detector bees to find, so we see a lot of hygiene behavior around this time. Das ist jetzt so eine Nahaufnahme von dieser zweiten Spitze, die wir eben gesehen haben, im September, Oktober. Und unten drunter hat er angegeben, wie viele Rähmchen Brut zum Zeitpunkt geliefert sind. Das heißt, wir sind vielleicht Mitte August noch bei 8 Rähmchen, bis hin dann runter, bis wir im September, Oktober auf 4 bzw. 3 Rähmchen Brut sind. Und das führt dazu, dass eine Brut ausläuft, als Brut angelegt wird, entsprechend der Druck der theoretischen Milben steigt. Und die Konzentration an Milben in der Brut steigt. Das heißt, wir haben eine höhere Anzahl von Mehrfachinfektionen. Mehrfachinfektionen heißt ein Geruchssignal, heißt entsprechend ein einfaches Erkennen der infizierten Zellen, heißt entsprechend stärkeres Auswahlverhalten der Bienen und wir sehen entsprechend gesteigertes Fallen der Bildung. Do we answer questions now or do we postpone to the end? Nur was die Zahlen bei die Rähmchen Brot im Volk. So let's have a look at that 661 light drop, because you can imagine it was a bit emotional at the time. We get emotional about our bees, we're doing it for the first time, and seeing this huge increase in mice. But let's look at it in a maths sort of way rather than an emotional way. So this is a typical brood frame around that sort of time. This was October last year. And in that yellow area there's just over 1,000 cells. So if you go back to September through to November and times it by the number of frames there were, you get around about just under 20,000 winter bees. And whether that's 18,000 or 22, I don't think is the point. The point is there was 661 micron, under 3%. And some of that 3% were probably infertile, some only about 40% of VARROA vector default wing virus, and some of those would have been 2 or 3 foundress mites in the same cell. So how many pupa were affected? Not 661, probably maybe half that. So it was an emotional moment for the beekeeper, but when we were able to sit back and think about it, it became something which we saw every year in all the colonies, and it was just the size of the spike that was interesting to us. And this is a VARROA-resistant colony. Wenn man diese Spitze am Milbenbefall so spät im Jahr sieht, kann man es nicht erschrecken. Wenn wir dann aber die tatsächlich gefallenen Milben mal hochrechnen gegen die Anzahl der Bienen, die zu diesem Zeitpunkt geschützt sind, dann haben wir 5 Rähmchen im September, 3 Rähmchen im Oktober, nachher ein Rähmchen im November. Alles offeriert sich über 20.000 Bienen. Wenn wir hingegen die gefallenen Milben uns angucken, die diesen Zeitraum
der Spitze gefallen sind, sind 660 Millionen. Davon sind vielleicht noch einige nicht verwirrt. Es gab doppelte Befälle in den Zellen, das heißt, er schätzt ab, dass vielleicht 50% dieser Mühe tatsächlich zu einer Schädigung einer Fliegenfläche haben. Wenn man 300 geschädigte Fliegenfläche über 20.000 Winterbienen in Bezug setzt, ist der Schaden, der in diesem Fall passiert ist, vergleichsweise gering. Und es handelt sich tatsächlich um eine VARROA-Resistenz. So the second case study, again, simple things that you can all do as well. It's actually inspired by that earlier USDA work, and we were looking for signs of Insgesamt sehr sanftmütige, sorgliche Bienen. Wir haben einen Versuch gemacht, wir haben ein Foto einer Rücklage gemacht, auf der linken Seite, und dieselbe Ware 24 Stunden später, denselben Ausschnitt mit Salz fotografiert. Can you see the differences? Seht ihr die Unterschiede? So we marked them all, okay? So this is in 24 hours, remember? So the yellowy green here is all the cells which have been uncapped since the day before. The red ones are where there's been removals. And I could only find one which is being recapped, this one here. But an awful lot of hygienic behaviour. If you add together the first day's hygienic behaviour that was visible, we think that's the sort of totality of what was going on. So uncapping and recapping, and some brood removal, and a lot of investigation of that piece of code. We could not believe it. This level of hygienic behaviour we've never seen before in our own colonies, because we don't look. Because your inspections might be a week or 2 weeks apart, you never see it. So we thought that was quite remarkable, also just more evidence of what was going on inside our colonies. Can you use the last slide? Okay. Das ist das, was wir dann gefunden haben, wenn wir uns Zelle für Zelle die Unterschiede angesehen haben. Die grün umrandeten Zellen sind innerhalb dieser 24 Stunden entwickelt worden. Die rot umrandeten Zellen sind Zellen, wo tatsächlich Auswahlverhalten stattgefunden hat. Und innerhalb dieser 24 Stunden haben wir ein einziges Mal festgestellt, dieser blaue Pfeil, dass ein Zelldeckel wieder begonnen wurde zu verschließen. Wenn man sich dann, next slide please, das Gesamtverhalten anguckt, dann beobachtet man ein recht intensives Vorgehen in dieser Hinsicht, in diesem Bienenvolk. Und die Anzahl der Veränderungen, wenn man sich das Buch normalerweise so geschlossen anschaut, hätte er sich bei Beginn, bevor er diesen Versuch gemacht hat, nicht vorstellen können. Okay, let's move on to some ideas on selection, bring you up to date with light levels and some of our results so far. Dann wollen wir mal gucken, wie die Design-Signale, die wir gerade gefunden haben, für die Selektion nutzen können. So this is our breeding protocol. The first 3 lines here are all linked to grow resistance. In due course that goes because we've got grow resistant colonies, but we're still doing research. And so to overwinter successfully without any beekeeper reduction of Varroa, to observe the traits that we talked about, uncapping the worker cells, chewing out infested pupa, and that needs to give you a low level of light. Okay, so those are the three key parts of grow resistance. Die ersten 3 Zahlen sind im Prinzip die Schlüsselstellen dafür, was ein VARROA-resistentes Volk ausmacht. Es muss ohne Eingriff des Imkers erfolgreich aussehen können. Man muss beobachten können, dass dieses Aussageverhalten, das Ankettungsverhalten im Bienenvolk zu beobachten ist. Und dieses Verhalten muss auch dazu führen, dass der Müllendruck insgesamt im Bienenvolk reduziert wird. Das heißt, man muss niedrige Milbenzahlen finden, insbesondere nach starken Brutterstellen. We also like to see strong spring health. We have a really good flow from trees in particular where we are.
And that leads to a lot of foraging, supers going on, and brood really developing quickly, right through to the end of spring. And if a colony's not doing that, then there's something wrong with it. Okay? So it's a general high-level check. And the last one is gentle temperament, which I think we probably all agree on. Das nächste, was Sie im Hochmaß hervorhebt, ist, wenn die Bienenvölker stark ausgehen. Es ist so, dass sie eine gute Pollenversorgung und Nektarversorgung im Frühjahr haben, was Bienenvölker normalerweise nutzen sollten, um einen starken Zuwachs zu entwickeln. Wenn das nicht der Fall ist, ist das ein starkes Signal dafür, dass irgendwas mit dem Volk nicht in Ordnung ist, dass in irgendeiner Weise eine Krankheit vorgefallen ist. Und das letzte Kriterium, mit dem wir sicherlich d'accord sind, ist Saatgut. This is our mites per day framework, which we look for 5 or under a day across the whole year. It's never going to be 5 a day, it could be 0 or it could be 10, but that's the sort of general guide level. And then over 10 a day, we're looking to recruit. Okay? We don't think they've got enough hygiene behaviour against grower. And then you have that difficult line in the middle, which is beekeeper judgment. And you're going to have to make those decisions yourself, depending on which way you think it's going. Was sind unsere aktuelle Projekt eingesetzten Kennzahlen, um zu entscheiden, was mit dem Volk passieren soll? Die grüne Zeile, weniger als 5 Milben pro Tag auf der Linde, übers Jahr bezogen, darf also ruhig mal nur dazwischen sein, mit 10, muss ich halt nur im Jahres in diesem Jahr einpendeln. Geht man davon aus, dass das Überwinterungsrisiko minimal ist und diese Völker sind als Zuchtvölker, als Produzent für Zuchtstoff besser entladen. Im Fenster von 6 bis 10 Minuten pro Tag sind wir im Bereich, wo der Imker ein bisschen genauer nachgucken muss, welche andere Eigenschaften unter Umständen für sprechendes Bienenvolk auf dem Stand zu warten. Und wenn diese Schwelle von 10 Minuten pro Tag überschritten wird, ist es ein Kandidat dafür, Gewässer zu werden. This was our first season. When we first started, we met Ralph Buchler, who was lecturing in Ireland in Gormanston, and he helped us understand a couple of biotechnical methods, which I think you're still using there. And that was our way to transition off miticide treatments. When you first stop, the biggest fear you have is you're doing something badly wrong. You know, this has been in your head for a long time. The training kicks in that you must carry on treating, otherwise your bees will die. You all know that feeling. But the way that we did it was to replace that summer treatment here with either queen thread trapping, which I think some of you know about, or one-off brood removal, which was very something we learned from Ralph. Dies ist der Ablauf unserer ersten medikamentenfreien Bienensaison. Wir hatten Ralf Büchler auf einer Messe in Wersja, glaube ich, getroffen. Und wir suchten nach Möglichkeiten, die medikamentöse Behandlung Mitte des Jahres durch etwas anderes zu ersetzen. Und die beiden Optionen, die Ralf Büchler uns genannt hat, waren damals entweder eine Sperre der Königin oder eine Pedalbogettenarbeit. Und wir kennen Ralf, der Verzicht auf die We couldn't believe how efficient queen crane trapping was at removing mites. And there were virtually no mites in that colony over winter. And I remember emailing Ralph to say, look, what's going on here? Is this correct? We're not seeing anything. And he wrote back a 2-word email saying, German efficiency. Okay. Ich habe eben ein bisschen falsch übersetzt, es handelt sich nicht um normales Königin-Stern, sondern das war natürlich kein Wanderverfahren, Queen Trapping. Und sie waren verblüfft, wie effizient dieses Verfahren ist. Wir haben also sehr hohe ergeben, gute Ergebnisse bei den nachfolgenden Veröffentlichungen gehabt. Und er hat dann Ralf Büchler eine Mail geschrieben, ob das denn normal sei oder ob dann ein besonderes Artefakt sei.
Und 3 Bücher soll geantwortet haben, German Efficiency, also deutsche Effizienz. The other thing that Ralph persuaded us to do was to lose the winter treatment. And you know, if you treat during the broodless period, you're going to get almost all the mites out of that colony. The problem there is if you're trying to find bees in the spring which can cope with mites, you know, there's going to be such a low level there that your monitoring won't be effective. So that's the thing. The other thing that we recommend really does work. Even if you carry on with your summer treatment, just lose the winter treatment, and then the spring monitoring will show you great differences in your colonies. Der zweite Schritt, ich habe es eben kurz schon angerissen, was Ralf übrigens neu eingebracht ist, ist das Weglassen der Winterbehandlung. Winterbehandlung im notfreien Zustand ist äußerst effizient, das heißt, wir starten im neuen Jahr mit extrem niedrigen Lympharzahlen. In der Konsequenz heißt das aber auch, wir können zu Beginn des Jahres noch keine Löwen sehen, das heißt, wir kriegen keine Zuchtsignale und sind entsprechend für die Selektion der Bücher. So this is just rolling that first year into a second year. We've sort of made this one up, okay, just to show you what you can do in the second year. So you've lost, there's your biotechnical reduction, replacing the summer treatment. You've got no winter treatment here. In January through to March, you could start looking for pupal parts on that board. So you know that your queen will be laying, certainly in the UK, from about January onwards, and you can find those pupal parts all the way through that winter. At the same time, you know that your queen is laying, so you know you've got a laying queen for about 13 to 14 days earlier. The other thing that you could then do, having not treated it in the winter, is monitor the mite drop during that strong brood development that you see in the spring. I think it's the same here in Switzerland as well. And there'll be a lot of brood there, a lot of opportunities for a grower to reproduce. And that's when you'll tell which of your colonies have the abilities and which do not. Und das ist jetzt so der Betriebsreiseplan für dieses erste Jahr. Biotechnische Reduktion der Varroa eben jetzt seit der Vitaminproduktion mit entsprechenden Entlastung der Vitaminen. Keine Winterbehandlung im Winter. Und Start der Windeluntersuchung in etwa Mitte Januar, was die Möglichkeit gibt, zu überprüfen, ob die Völker reiserichtig sind, weil einzelne Schriften beispielsweise auf der Windel geplant in der Jahreszeit. Man sieht gesteigert das Auswahlverhalten der Bienen in dieser Jahreszeit. Das heißt, man findet Larventeile auf der Windel und durch das Weglassen der Winterbehandlung kann man dann in den Folgemonaten Februar bis Mai auch schon differenziert guten von schlechten Völkern über den natürlichen Löwenfang unterscheiden. So this just goes back to the full year analysis we did of that colony. So you can see the green peas, which we did discuss earlier, which are the pupal bits that you're seeing earlier in the year. Das ist jetzt nochmal eine Gesamtübersicht über den Jahresverlauf dieses speziellen Volkes. Wir sehen im Zeitraum von Januar bis Anfang März einen sinkenden Milbenbefall und aber parallel durchgehend das Auswahlverhalten der Bienen, also das grüne Blumenharz. And here we are last January, okay, winter beekeeping, lovely, clear, crisp winter day, looking at the boards, and there it is. There's your antennae from the chewed out pupa, and there's the proboscis, and so we know that you've got a laying queen. We know that the bees are already taking on the growers. So the overwintered grower are looking for those opportunities to reproduce, and the hygienic bees will stop them. Das ist jetzt so ein Winterbild von den Rinden. Was wir sehen, ist auf der oben rechts nachgewissene Antenne. Dazwischen da unten ein Teil vom Kopf und vielleicht das Auge erkennbar. Und wir wissen jetzt, dass die Milben, die Folge 100
haben, beginnen sich zu vermehren und das aber auch gleichzeitig beginnen, anfangen gegenzuarbeiten. So now moving on to the spring, we have the no winter treatments, and these are 5 colonies in the research apiary, and this is mite drop, but not on a daily basis, but on an accumulative basis. So that's why you can see the sort of gradual build-up. Now clearly, when you start monitoring, you start to see the differences, and this was very obvious that this hive 8 should not have been alive really, and we've been keeping it alive through treatments. And in the past, we'd have done everything to get that colony going. We'd have put formic acid in there, we'd have culled the drones. All we would have done is perpetuated the VARROA by keeping colonies going that have weak abilities with mites. Jetzt sind wir im Februar bzw. März, also im Frühjahr angekommen, und diese Kurven, die wir hier sehen, repräsentieren den Milbenfall aus 5 verschiedenen Völkern. Aber nicht pro Tag, sondern aufsummiert über die Zeit. Das heißt, 500 Milben wäre ein bisschen viel. Was wir aber auf diese Weise sehen, ist, dass die Entwicklung dieses Summensignals deutlich unterschiedlich verläuft. Völker 1, 2, 3 und 6, die insgesamt auf dem niedrigen Level Volk 8 zeigt deutlich erhöhte Milbenfallszahlen, und normalerweise traditionell in der Reihe schon alles getan, um dieses Volk irgendwie am Leben zu halten, mit einer Massensäure reingeschüttet. Hätte versucht, das in der produktiven Zukunft zu halten. Und alles, was man getan hätte, wäre die Genetik dieses Bienenvolkes, was ungeeignet ist, in der Auseinandersetzung mit Varroa in Betrieb zu halten. This is moving on to the second and third year. This is 2 years of mite drop. I just wanted to show you this, what bees are capable of doing. So this is mite drop per day underneath the green lines. There's artificial swarm here, so this is the daughter queen here. And you can see the massive difference in the mite levels. So they're 75% lower in the second year compared to the earlier years. So there's something about epigenetics that is going on here as well, that when there's selection pressure, that bees can respond. Das ist ein Gesamtüberblick über ca. 2 Jahre. Man sieht ganz deutlich, nach dem Königinwechsel verändert sich insgesamt das Milbenabfallverhalten auf ungefähr 75%, also sinkt um ca. 75%. Das heißt, es ist ein klares Signal dafür, dass in irgendeiner Weise, sprich von den genetischen Faktoren, ein Selektionsfortschritt stattgefunden hat. Just going back to this, the hive that we looked at and gave the folio analysis on 2021, we talked about this spike here. The spike is interesting because this is the period when your winter bees are being laid, and the winter bees need to be healthy, so they need a low level of mites, so to give them the longevity to get through the winter. So this is a critical period. Gehen wir mal zurück zu unserem Bienenvolk aus 2021 mit dieser ausgeprägten Spitze im Herbst, wo wir mit dem hohen Milbenabfall letztlich wissen, dass dies die kritische Phase im Jahr ist für die Bienen. And if we just bring that up to date, this is a mite drop from 8 colonies in the research apiary. This was finished a couple of weeks ago in October, and you can see there the mite levels are going up to a maximum of 5 a day. Das ist jetzt der Stand in seinem Zuchtbienenstand von diesem Jahr. Das sind 5 Völker im selben Zeitraum von August bis Oktober. Und das angegeben hat sich auch wieder tägliche Milbenfallzahlen, und in der Spitze geht es jetzt auf bis auf 5 Milben am Tag. And just to put that into perspective versus 2021, this is same setup, same apiary, and there are the mite levels which you could hardly see.
in this period, and they've been like that all year. Jetzt noch einmal in Relation zu sehen. Die gelbe Kurve von 2021 und da unten das die Folie von vorhin im selben Maßstab im Bereich von August, September, Oktober. Die Größenordnung ist die gleiche, ist einfach ein weniger Millimeter. And just to zoom in on that, so in that spike in 2021 we had 661 mics drop. If you add together in 2025 all of the mics from 8 April, they come to just over 500. It shows you the magnitude of what's changed. And this is the benefit of multi-year selection and deselection of colonies which have low abilities with Varroa. Wenn man jetzt mal sich die Zahlen genau anguckt, dann waren im ersten Jahr, in 2021, in dieser Spitze 661 Millionen gefallen. In Summe, über alle 8 Völker in der Vergleichsgruppe, haben wir 503 Millionen gefunden. Also addiert alle 8 Völker aufeinander. Nur die Größenordnungsunterschiede und den Gewinn, den Zuchtgewinn, den man durch kontinuierliche, über mehrere Jahre fortschreitende Selektion und insbesondere auch die Selektion der ungeeigneten Genetik an den Stand bringt. So when you find a problem, and you've got a colony that really can't cope, it's a really simple mantra, policy to requeen your worst with your best. And you don't need to be a queen breeder to do this. You'll know the colonies which are doing well. If you don't have a spare queen to requeen your worst ones, just take out the queens, which have no ability, their daughters have no ability to grow, give them away to someone you don't like, preferably a long way away, and then take down the subsequent queen cells. So make them hopelessly queenless. And either give them a queen in a cage for a few days or give them a frame of eggs and larvae from your best colony. Everyone can do this. Das ist im Prinzip ein Diagramm, wie wir vorgehen, um jetzt ein Bienenvolk oder die Kündigung im Bienenvolk zu ersetzen. Dafür braucht man keine großen technischen oder handwerklichen Techniken zu beherrschen. Alles, was wir tun, ist, Königin aus dem Volk herauszunehmen, sie ihren Nachbarn, die wir vielleicht nicht besonders mögen, zu schenken, bevorzugt in größerer Entfernung von unserem Gegenstand. Dann zu warten, dass natürliche Reisezellen entstehen, diese brechen und dann Zuchtstoff in Form von offenen Gefahren aus dem Volk, was vermehrungstüchtig ist, in diesen Abbilder hineinsetzen. Die Bienen ziehen nach und das ist eigentlich alles, was wir tun müssen und es ist wirklich kein Wechsel. So this is an example again in the research area that all of our queens over the last 3 years have just been headed up by other queens or their daughters from the same apiary. Okay, so we have no problems with inbreeding. These are open mated, remember. So you just get to know your bees, and once you realise you've got some Varroa resistance there and you've spread that through your apiary or apiaries, the last thing you want to do is to bring in something which may cause you a problem. Das ist nochmal eine Übersicht, so eine gewisse Artentafel der Königin der Völker an seinem Bienenstand. Alle Völker, die momentan im Betrieb hat, werden von Königinnen geführt, die im Prinzip von Töchtern aus einem eigenen Bienenstand und tatsächlich so einem Bienenvolk vorher abstammten. Alle sind verstanden angefangen. Und in der Konsequenz gibt es keinerlei Probleme mit Inzucht, aber durch den Austausch mit der Nachbargenetik gibt es gar keine Interessen. We try to run self-sustaining apiaries, so there's nothing new in this idea. We produce nukes through the course of the year, and these are in poly rather than wood because they have better insulation abilities, and we overwinter those nukes as well. So it's an idea. I think we've probably got some Wersja or Michael Palmer, and thank you for which. So we always have some backup. Not everything goes right in beekeeping.
Das ist jetzt so das Programm für Sustainable Delivery, VARROA, zusätzliche Ableger aufbauen, diese ins Zweifelsfall verkaufen, im Frühjahr beurteilen, eventuelle Ausfälle, die man im eigenen Gegenstand hat, kompensieren, keine Behandlung und die Ableger, die sich gut entwickelt haben, einen Liter und auch wiederum keine Liter. We always find there's an odd attitude to swarming and swarming cells, particularly for breeders. We never understand that. So we see the swarming instinct as normal, and we use that to produce cells, queen cells and queens for us, at a time when the colony is incredibly strong. And if we like their genetics, then we'll be really happy to have their daughters. So this is what we call a nuke artificial swarm, where that colony is about to swarm, and we take the queen out and put her in a nuke with a couple of other frames. Now that colony is now under control. It's not going to swarm, it's a very rare moment in beekeeping. And it's now going to produce an awful lot of queen cells for you over the next week. Unter traditionellen Dingen habe ich mal sehr über den Schwarzen geschimpft und insbesondere wenn man mit Züchtern spricht, ist das immer noch der Fall. Wir nutzen den Schwarzen, indem wir aus Völkern, die wir mögen, die Königin entnehmen, in einen entsprechenden Ableger setzen. In der Folge passiert ist, dass in dem alten Volk massenweise Königin-Zellen angelegt werden, die wir haben möchten. Und da die Königin herausgenommen worden ist, ist gleichzeitig der Schaumtrieb massiv gedämpft. Das heißt, wir haben für 3, 4, 5, 6 Wochen eine fast sonst nicht vorhandene Phase folgt, wo wir uns nicht um den Schaumtrieb kümmern müssen. We cut out those cells and put them into these little roller cages, which cost under €1. And so virgin queens will hatch into these cages, all quacking at each other. And these ones we lay down have already hatched. So we have a steady supply of virgin queens available to us or to others through the course of the year. And we like the fact that these, what we call bees' choice queens, that they have chosen to make these, not us. And we found that they outperform all of the grafted queens that we've tried over the years, and also when we put queen cells into apidates. The production of live virgins in a really simple way works very effectively. Was wir dann machen, ist, dass wir diese weißen Zellen ausschneiden und in klassische Verschwörungskäfige gehen, Lockenkäfige, die Stück, was weiß ich, €1 kosten können. Und sie lassen dann diese Königin-Zellen im Brutschrank schlüpfen. Das quakt dann schon mal so ein bisschen, wenn man eine geschlüpfte Königin im Schrank hat. Und was eben an diesen Bienenköniginnen besonders gefällt, ist, dass sie vom Bienenvolk gewollt waren. Also die Entscheidung, welche Zelle zu einer Königin vom Bienenvolk getroffen wurde. Und er sagt, dass diese Königin in der Leistung die traditionellen ungelarvten Königinnen in der Leistung übertrifft. Drones. We're happy to have lots of drones. There's been a fear of them over the last 30 years that they produce mites, and they're a great opportunity to cuddle, to take the mites down. But we like them. We like the fact that they pass around the genetics. There's a question mark about the VARROA-resistance part of that, but we are happy to have extra drone code in our best colonies. Auf der Drohnenseite fördern die Aufzucht von Drohnen. Ihnen ist nicht ganz klar, welche Rolle die Drohnen die Familienweitergabe der VARROA-Resistenzeigenschaften tatsächlich hat, aber sie sind in hohem Maße bereit, auch zusätzlichen Raum für die Produktion von Drohnen bereitzustellen und das Gegenteil Drohnen schneiden würde im Gegenteil.
This is how we make them. We just give the colony just outside the main brood nest an empty frame with a barbecue stick down the middle. We used to use the foundation strips. We found they just weren't needed. And they produce beautiful, pure wax drone coat, which is the right size for the drones, rather than being forced into worker foundation. And the pure wax is always going to be better than the foundation which you can buy, because a lot of that has got recycled miticides in it. And the sperm of the drones is created whilst they're in this wax, okay? So keep it as fresh and pure as you can. Das ist die Form des Drohnenarms, die Sie in diesem Projekt einsetzen. Wir haben ursprünglich mit normalen Wachsabfassstreifen gearbeitet, sind jetzt aber dazu übergegangen, im Prinzip Schaschlikspieße als Stütze in der Mitte und Eisstängerchen oben als Anbaurahmen im Oberträger einzubauen. In der Folge, wenn wir solche Lehrrädchen angeben, bauen die ein wunderschönes, neues, sauberes Wachs, was sich insbesondere auch auf die Spermaqualität der Drohnen auswirkt, weil die Spermaproduktion findet schon im Larvenstadium der Drohnen statt, nicht als erhöhtes Tier. Und auf solchen sauberen Lauterwachs ist die Belastung mit Chemikalien minimal und entsprechend die Qualität der Drohnen optimal. How have we done? Well, I think better than we feared when we first started. Okay? This was it felt like the Wild West when we first started. So our first year, we used biotechnical measures, which we talked about, the ones we learned from Ralph Ludger. And this is just the outcomes from the founding members, okay, of the club. And we've compared ourselves to the Southeast losses, which are put out by the national organisation. We thought that was a reasonable comparator. And over a period of time, we've outperformed by about 7 percentage points versus the main body of colonies in the southeast of the UK. Dies sind jetzt im Prinzip die Frage, wie gut waren wir in der Kontrolle oder in der Überwinterung unserer Bienenvölker. Das erste Jahr war das biotechnische Jahr mit der Leitung von der Flücher. Danach hat man die Varroa-Kontrolle der Bienen überlassen, wie es auch will. Und hier sind jetzt nur die Zahlen der Ausgangsmitglieder seiner Zuchtgruppe, also nicht später hinzugekommene Mitglieder. Die gelbe Spalte sind die Vergleichszahlen an Literverlusten aus der Region, wie sie vom Nationalen Institut zur Überwachung der Ausfälle veröffentlicht werden. Die linke grüne Spalte innerhalb des roten Rahmens sind die Völkerverluste innerhalb der Imkergruppe. Und wenn man so die Zahlen vergleicht, sind die im Wesentlichen immer niedriger, in einzelnen Jahren vielleicht maximal ein bisschen geringfügig höher. Wenn man sich den Durchschnittsverlust im Verlauf der Jahre anschaut, liegen sie mit 17% Völkerverlust über Winter deutlich unter dem Referenzwert von 24%. Within those numbers, we had 2 beekeepers who refused to monitor and refused to select. Okay, so they were interesting. They were like our controls, and their results were terrible. Okay, so that would be our sharing of something that didn't work so well. Is that just stopping treating really doesn't work very well. So if we took them out of the numbers, the loss for us over that period of time would have been closer to 10%. Man muss dazu wissen, dass in der Startgruppe von Imkern noch 2 Kollegen dabei waren, die nicht bereit waren, sich geweigert haben, den Löwenfall zu überwachen und entsprechend Selektion bzw. Deselektion der Bienen durchzuführen. Und deren Ergebnisse waren entsprechend Unterschnitt. Wenn man die Ergebnisse dieser beiden Kollegen aus der gesamten Statistik nochmal rausnehmen würde, würden die Gesamtverluste tatsächlich sogar über 10% liegen. Das heißt, einfach nur die Behandlung einzustellen, ohne die anderen Korrekturschritte, also Selektion der Bienen hinzuzunehmen,
muss Ihnen katastrophalen Lebens führen. If we just go back up to Wales, the northwest of the UK, they did some work in 2010 to 2015, so some while ago, okay, and they looked at the treated colonies in the area and the non-treated ones in the area, and the treated ones underperformed the non-treated ones. So this was interesting. It was starting to show a bit of a pattern between our results and looking back at their Welsh results, and I think there are two reasons why bees which are good against Varroa should perform better than treated colonies. And the first one is that you're selecting for a hygiene behaviour, and that hygiene behaviour will occur through the whole year, whether you're involved with them or not. And the second point is that miticides are not a tonic. They're not good for the health of bees. Wenn man sich dann im Vergleich nochmal die Gruppe aus Wales anschaut, sieht man im Prinzip dasselbe Grundmuster noch einmal. Das heißt, medikamentös waren die Völker schneller schlechter als VARROA-Resistenz selektierte Völker. Und mit zwei Theorien, warum das der Fall ist. Der erste Fall ist, wenn wir Resistenzmechanismen in den Gegenvölkern drin haben, wie also die Arbeit machen sie dies über das gesamte Jahr. Das heißt, das gesamte Jahr werden die Bienen entsprechend gesund gehalten. Es werden nicht nur zu 1, 2 oder 3 Terminen künstlich Bienen aus den Völkern entfernt. Der andere Grund ist, dass Varroa-Medikamente keineswegs harmlos sind. Jede medikamentöse Behandlung bringt letztlich Giftstoffe in den Bienenvolk ein, das zwar die Milben ein bisschen stärker schädigt als die Bienen, aber letztlich die Bienen trotzdem schädigt. Okay, sorry. It always sounds longer in German. Is it longer in German? I don't know. Zusammenfassung. So the approach that we've adopted in the UK, I think is accessible to everyone, not just the UK beekeepers, and that's how we take it around the UK in the different clubs. You don't have to have a national policy or regional policy or a policy at your club to do this or the other. Everyone can do this. So the phenotypic traits, like uncapping and the chewing out, we can all monitor for, so it's accessible to everyone. If you select for the Varroa-resistant traits and deselect the non-Varroa-resistant queens, you will make a huge difference very, very quickly in your apiaries. And finally, just this education point. I know there's an awful lot going on, but if you can get this over to the various beekeepers, I'm pretty sure that they'll adopt it in different measures. And it's just this question of replacing this fear of stopping treating with an understanding. Letztlich läuft der Aufbau solcher Projekte auf einen Ausbildungsprozess hin. Man muss erklären, welche Verhaltensweisen, welche Eigenschaften, Varroa-Resistenzeigenschaften existieren, wie man sie erkennt. Da muss man lernen, diese zur Selektion einzusetzen, sowohl auf der positiven Selektion geeignete Völker zu formieren, als auch der negativen Selektion ungeeignete Völker aus der Population zu entfernen. Und dann ausbilden, insbesondere die Angst davor, Behandlungen wegzulassen, durch eine Erklärung der entsprechenden Mechanismen zu ersetzen und dadurch langfristig einen Wechsel in der Betriebsführung der Bevölkerung zu erzielen. So this is our beekeeping summary for monitoring the traits, which we put an acetate sheet over and send it around to different apiaries. So as we talked about, just 3 things to do for beekeepers to find Varroa resistance. Look for uncapping, look for chewed out infested tuber on the bottom board, understand that this interrupts Varroa reproduction, and then check for low mite counts, which should be the result. So with low mite counts, you get low levels of deforming virus. Das ist letztlich das Handout, das wir den Kollegen weitergeben. Schön mit Laserdrucker und Farbe ausgedruckt, laminiert, dass man sich immer wieder angucken kann. Erster Schritt, Öffnen von Bienenzellen, von Zellensuche. Zweiter Schritt, überprüfen, ob Larven ausgeräumt werden.
damit Signal dafür haben, dass im Bienenvolk Waffen ausgeräumt werden und entsprechend Varroa-Vermehrung unterdrückt wird. Dies sollte über die Prüfung der Milbenfallzahlen überprüft werden, sollte also zu niedrigen Milbenfallzahlen führen. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, sinken entsprechend auch die Virusbefallszahlen, insbesondere für die Frontenvirus, also wirklich für die Virus. So we have a choice. We have enough information now about the biology of VARROA-resistance and how to monitor for it. What we've been doing for 30, 40 years is on this side of the slide, is non-resistant bees. They create large mite armies and large amounts of default wing virus. And we've been keeping those alive and in some cases buying them from bee suppliers. So I think we should stop that and start checking for these traits. The uncapping we talked about and the brood removal, we will have VARROA-resistance quite quickly. Dies ist jetzt mal so ein Vergleich, Varroa-Entwicklung und traditionellen Medikamentösbehandelten gegenüber einem auf VARROA-Resistenz selektierten Bienenvolk. Auf der linken Seite haben wir im Prinzip riesige Varroa-Entwicklungen, die nur von den medikamentösen Interventionen entsprechend auf dem Level runtergedrückt werden, dass wir die Bienenvölker retten können. Während auf der rechten Seite das ganze Jahr über niedrige Milbenzahlen in Völkern sind mit entsprechend niedrigen Schädigungen der Bienenvölker. Und was er außerdem meint, ist, dass wir auf jeden Fall vermeiden sollten mit Fremdengenetik, die letztlich auf das Wahlvorschema auf der linken Seite angewiesen ist, in unsere Bienenvölker, in unsere Bienenstände einzuführen, indem wir beispielsweise Bienenkolonien aus dem Handel zukaufen, was bei uns vielleicht nicht ganz so typisch ist. So everyone can do this, everyone across Europe, every beekeeper in Europe can do this. And together with bee breeders breeding VARROA-resistant bees, we have a really good shot at VARROA-resistance 2033. Letztlich kann jeder Imker das tun und wenn das jeder Imker tut, ich qualifiziere es dabei, dann haben wir tatsächlich gute Chancen, unser Ziel VARROA-Resistenz 2033 zu erreichen. We published almost there. We published a book last year which got a World Beekeeping Award at Plantahof, which we were thrilled to receive, but also a lovely write-up, a review from Tom Steele. All of the royalties from the book go for Bees for Development, so we're trying to spread some understanding of VARROA-resistance and do a bit of good at the same time. Und dann kann er ein kleines bisschen Reklame für sein Buch, welches gerade auf der Memorial World gewonnen hat, Vorwort von Tom Steele, und er hat 10 Exemplare mitgebracht, die entsprechend angegeben werden können. And just before the last slide, can I just ask the audience for a round of applause for Ludger, please? Ich weiß nicht, so schnell mal gestellt. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage ist, nach der Winterpause geht die Varroa praktisch in den ersten Blutzyklus rein. Vermute ich dieser März ja aber nicht, die frisst sie da voll und dann geht sie raus und im zweiten Blutzyklus an, fängt an, die sich zu vermehren. Kann man das so bestätigen? Und zweite Frage gleich, wenn der jetzt praktisch diese Blutentnahme im Sommer macht, kann man dann über eine Resistenzfolge überhaupt reden, weil da nimmt man ja sehr viel raus. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, dass man normalerweise English. And traditionally, the knowledge is that the mites coming out of the winter
can't reproduce in the first root cycle. You need the first root cycle of the bees to become fully fertile. Do you see this in your microbes? So if I understood the question, that the first set of mice are not going to reproduce. So yes. We don't know, okay? So we tend not to see... That's not the question. The question is, they cannot reproduce the first time. The second time they can. Okay. After the winter. We don't know, okay? So we don't... The way to monitor it is whether you see additional mites on the floor, and typically we don't, okay? So that could be right. But the point is, it's whether that's correct or not. I'm not sure how important that is. The important point is that every time you see some pupal bits on the floor in January and February, you know that they have tried to reproduce and that the bees have stopped them. So instead of getting that massive build-up of mites that you see in some of the older documents, you see a sort of bobbling along effect, because through that winter, the winter months coming into the spring, they're taking on the reducing growth. So it's an interesting question. I don't know the precise answer, but I'm not sure how important it is. Letztlich weiß das nicht, ob dieses spezielle Verhalten zu beobachten ist. Es ist dann verzögerten Stadium zu Beginn des Jahres, kann aber keine Ursachenforschung machen, die zur Verfügung stehen. The second question was if you have a root break in midst of the season, be it because of root removal or because of the swarm, artificial swarm here. Is it fair to call those hives VARROA-resistant? Okay. So root breaks, okay? Because we've not talked about root breaks from Ralph Buchler, actually. And he had a fantastic slide that showed if there was an artificial swarm or a swarm event, that the varroa would be set back a long way. Okay, so and we thought about this a lot. And when you think about non-resistant colonies which cannot cope with varroa, they've had root breaks and swarm. You know, most of the root breaks over the last 30 to 40 years haven't solved the varroa problem. So we don't see root breaks as important as we first thought. And the reason for that is that varroa are incredibly adept at living on bees. You know, they have this, they take on the smell of their hydrocarbons, so that there's a chemical camouflage for them. They're very hairy and they crawl around quickly. So when there's a brood break, they will hang around on those bees until the first reproduction opportunities come back. And that's what happens. You saw that full year analysis. There was a brood break in the middle from artificial swarming. And then a few weeks later, after the virgin queen had been mated and she started laying again, we started to see tuned out pupal bits. So that's the mother mites which have hung on to the bees during the brood break and then come back in to try and reproduce. So we think brood breaks are healthy for the colony. We don't have any problem with it at all, but they're not the solution to varroa. Also, das war jetzt eine ganze Menge, ich versuche es trotzdem zusammenzufassen. Jetzt Brutunterbrechungen von Ralf Buchler auch kennengelernt und hat sie erst für sehr extrem wertvoll gefunden. Es stellt sich aber in der weiteren Untersuchung Frieden so dar, dass letztlich die Milben zwar vielleicht Entschädigung der Produktionsfähigkeit erhalten, letztlich aber auf den Bienenvolk im Bienenvolk drin bleiben und nach ein oder zwei Brutzyklen sich wieder ganz normal in der Vermehrung weiter beteiligen. Und ich schätze deswegen Brutunterbrechungen nicht mehr als kritisch für sein Gesamtsystem. Looking at bee densities, in England, what are the average bee densities where this project are all happening? Because looking at your 500 hives in Wales, that looks like just like 5% of the reuse here when it comes to bee density. Yeah. I think the densities are a really interesting question, and we're really not sure how important they are. There are some of those case studies are in areas where there's
not so many hives. Others are in areas where there's quite high density. But what we find consistently is that we come across people who are surrounded by treated colonies, and they've been Varroa resistant or not treating for 5 or 10 years, and no one's quite understood why that can happen. And I think probably the answer is that this Varroa resistant trait is being passed down the green line, and people have overestimated the drone input. So, but that's something that we haven't proven yet, okay? It's starting to come on our radar as important, and we're going to try and get some research done for it, and we'll happily pass that back once it's done. Die Ausgangsfrage war nach unterschiedlichen Dichtern, Bienenvölkern in der Umgebung des jeweiligen Bienenstaates, inwiefern sich diese Dichte auswirkt. Er hat mehrfach beobachtet, dass es Bienenpopulationen von Imkern, die auf diese Weise gegen VARROA-Resistenz selektieren, möglich sind, obwohl in der direkten Nachbarschaft Bienenvölker, die traditionell behandelt werden, gehalten werden. Er vermutet deswegen, dass die VARROA-Resistenzeigenschaften insbesondere auf der mütterlichen Seite weitergegeben werden und der Einfluss der Bewohner nicht so groß ist wie allgemein angenommen. Sie haben auch eine Studie angestoßen, um dies erstmal zu überprüfen. Das ist momentan nur eine Annahme und noch nicht überprüft. Can I just add, when you see Varroa coming at naive bees for the first time, as is happening in Australia and has happened to us 40 years and 30 years ago, the analysis of what happened usually shows that roughly about 10% of the bees had an ability to deal with Varroa, and that's what comes through. But just think, we've had Varroa for 40 plus years in Europe and 30 plus years in the UK, and the natural level of Varroa resistance won't be low. It will be much higher than 10%, and obviously different in different parts. But there are an awful lot of Varroa resistant bees around once people start looking for them, and I hope the map of the UK showed that. Noch eine zweite Ergänzung, wenn Varroa erstmalig mit einer Bienenpopulation in Kontakt gerät, also tatsächlich nie Kontakt zwischen Bienen und Varroa war, wie das jetzt beispielsweise in Australien war. Und lässt diese Völker unbehandelt, dann haben wir mit Überlebensraten von ca. 10%. Das ist in unserer Landschaft, wo wir jetzt seit 40 Jahren Kontakt mit Varroa haben, nicht mehr der Fall. Auch trotz medikamentöser Behandlung können wir davon ausgehen, dass der Anteil der Bienenvölker, die schon gewisse Resistenzmechanismen entwickelt haben, deutlich höher ist als bei solch einer kompletten naiven, Varroa-naiven Bienenpopulation. Und damit machen wir für heute Schluss. Der Thomas steht mir schon im Nacken und wir kommen uns vorwärts. In English of this over with me, and 9 copies now, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, thank you, Ludger. We are working on a German copy as well, which should be available for the new year. Okay, so thank you very much again. Thank you. Thank you. What's wrong with you? Is it ça? Okay.